Wir befinden uns gerade im HMKV, im Hardware Medienkunstverein, in unserer ersten Duo-Ausstellung We Grow, Grow and Grow, We're Gonna Be Alright and This Is Our Show im Dortmunder U. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass sie wirklich einen radikalen Perspektivwechsel vollzieht. Dieses We im Titel sind halt nicht die Künstler oder wir oder wer auch immer, sondern es sind Wesen, Organismen, Einzeller, Wesen, denen wir normalerweise kein Bewusstsein zusprechen. Und die betrachten halt die Welt aus ihrer Perspektive und die haben natürlich auch ein komplett anderes Zeitverständnis als wir Menschen. Die Ausstellung ist wie ein großes, begehbares Musical, bei dem wir uns von einem Akt zum nächsten bewegen quasi. Und alle nehmen auch aufeinander Bezug. Wir haben 7 Stationen mit verschiedenen Charakteren, die singen, die Narrationen erzählen und versuchen so ihre eigenen Inhalte näher zu bringen. Wir haben Micro, da geht es um Mikroorganismen, die sich auf unseren Handys befinden. Wir haben Pionier, der dreht sich um Pionierpflanzen, also Pflanzen, die nur auf Industriebrachen, gerade hier im Ruhrgebiet wachsen. Die Hydra, auf die wir eigentlich über die Azolla gekommen sind, das heißt, es gibt auch immer wieder Interconnections. Im Zentrum stehen Videos, die aus teilweise 3D-Scans bestehen, aber auch realen Aufnahmen und es sind immer quasi konstruierte Wesen, die wir sehen in den Videos. Diese Videos sind eingebettet in Rauminstallationen, also hier zum Beispiel ein Gewächshaus oder es gibt auch ein Zelt mit einer Feuerstelle. Sehr großformatige Videoinstallationen. They live in strange material formations. These intelligent beings, whose natural habitat is the water, drifting with the flow through concrete ruins. Ganz viel basiert auf Recherche. Also wir gucken zuerst in die Umwelt, in der wir uns tagtäglich bewegen. In dem Fall war es für uns auch super wichtig, so ein bisschen unsere eigene Region zu beobachten. Was gibt es eigentlich hier? Was ist die Geschichte, die hier erzählt wird? Und welche Teile der Geschichte wurden vielleicht auch noch gar nicht oder ganz anders erzählt? Davon ausgehend haben wir geforscht, sind dann auf Dinge gekommen, die eigentlich alltäglich vor uns stehen, wie dass unsere Erdschicht darauf basiert, dass wir eigentlich mal ganz anders verortet waren. Also das Ruhrgebiet war vor Jahrmillionen am Äquator verortet und war unter Wasser im Grunde zum Teil. Und daraus, aus der Karbonzeit, ist eigentlich die Steinkohle entstanden. Und das sind so kleine Startpunkte, die wir setzen und aus denen wir dann eigentlich so eine Narration entwickeln. Wir kamen auch ganz viel zu Abhängigkeitsverhältnissen, also wie weit abhängig ist eigentlich schon die Natur und unsere Umwelt von Technologie geworden. Pumps protect against mixing of groundwater with the toxic substances. Pumps protect against erosion and a huge lake landscape. Legally, an eternity lasts 80 years before being renegotiated. Natural rivers' courses were once poisoned, now to be returned to nature. In unserem Prozess sind wir auf die Wissenschaftlerin Lynn Margulis gestoßen. Wir waren sofort total angetan von Lynn, weil sie so die ganze Evolutionsgeschichte versucht hat aufzurütteln und gesagt hat, dass im Gegensatz zu dem, was die Neodarwinisten gesagt haben, nämlich Survival of the Fittest, hat Lynn Margulis gesagt, dass einer der wichtigsten Treiber der Evolution eigentlich die Symbiosen sind. Wir laufen tagtäglich durch die Straßen, gucken in Fenster und sehen Orchideen. Und Orchideen sind ganz exotische Pflanze für uns, die aber mehr so schön ist und dekorativ und gar nicht mehr
eigentlich das erzählt, woraus sie ursprünglich besteht. Nämlich, also sie kann nur gedeihen aus einer Symbiose mit einem Pilz. Und die Symbiose haben wir als Menschen eigentlich aufgelöst, um sie zu multiplizieren, um sie zu klonen. Und das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und so mit diesem Geschichten sammeln sind eigentlich auch diese ganzen Charaktere entstanden. Wir befinden uns hier im Lesesaal der Ausstellung. Wir haben uns entschieden, zusammen mit den beiden KünstlerInnen diesen Lesesaal mit ganz vielen Büchern einzurichten, weil ihre Arbeit oft mit einer großen Recherche anfängt. Und wir haben versucht, quasi alle Bücher aus ihrer Recherche hier zu versammeln, um so eben auch die Besucherinnen und Besucher einzuladen, sich mit den Themen, die diese Ausstellung aufmacht, noch weitergehend auseinandersetzen zu können. Wir waren vor ein paar Jahren am Aletsch-Gletscher in der Schweiz. Dort sind wir wandern gewesen, sind auch teilweise in die Gletscherhöhlen reingestiegen. Und wir waren total überwältigt von diesem Ort und haben dann gesehen, dass eigentlich an ganz vielen Stellen des Gletschers auch geforscht wird. Forscherinnen unterwegs waren, da Proben genommen haben, Steine untersucht haben. Da gab es Forschungszentren und Hütten. Wir haben uns gefragt, was machen die eigentlich? Und haben dann gesehen, dass in diesem Ort, den wir erstmal begriffen haben als Ort des Klimawandels, der Zerstörung, dass die dort, wo wir waren, untersucht haben, wie neues Leben entsteht. Also plötzlich war da, wo der Gletscher abschmilzt, kamen so erste kleine Flechtenwesen, die ja auch eine Symbiose sind eigentlich aus Alge und Pilz. Auf einmal waren wir total gecatcht von diesem Gedanken, dass trotz dieser ganzen Zerstörung, trotz der Veränderung der Umwelt, manche Lebewesen vielleicht damit ganz anders umgehen, als wir damit umgehen. Und vielleicht sind auch andere Lebewesen viel anpassungsfähiger, als der Mensch das am Ende ist. Und dass da Lebewesen sind, wo wir uns sicher sein können, dass die uns, den Menschen und die menschliche Existenz definitiv überdauern werden. Das ist was wir immer wieder gefunden haben. Am Ende ist es immer noch eine Geschichte, die natürlich wir geschrieben haben. Also man kann uns Menschen davon natürlich nicht wegdenken, weil wir haben das ja irgendwie zusammengestellt. Im Endeffekt soll es auch so ein anregendes Moment eigentlich sein, dass wir hier, wenn jetzt hinter uns hier dieser Charakter tanzt und der besteht aus diesem Flieder, der hier überall auf den Bahngleisen wächst, dass wir dann halt danach rausgehen und dann sehen, ach ja krass, das ist genau dieser Flieder, der da in der Ausstellung war. Was mich sehr fasziniert an dieser Ausstellung ist, dass sie wirklich die Erzählung über das Ruhrgebiet um eine neue Erzählung ergänzt. Normalerweise kennen wir die Erzählung über das Ruhrgebiet aus menschlicher Perspektive. Die harte Arbeit, Bergleute, die die Kohle rausgeholt haben und so weiter. Diese Ausstellung hier betrachtet eben das Ruhrgebiet aus der Perspektive dieser nicht-menschlichen Wesen. Und das heißt, das Zeitverständnis geht viel weiter zurück. Es geht halt Millionen Jahre zurück in eine Zeit, wo hier quasi Meeresboden war. At the bottom of the seas that were hidden until recently, a second world, a habitat so strange and different exists since millions of years. Es ist ja auch einfach so, dass eigentlich diese Orte einladen, auch so eine neue Geschichtsschreibung zu starten, weil einerseits ist das ein Ort der Schichtung von Geschichte. Gerade hier im Ruhrgebiet ist ja ganz viel Industrie eigentlich auch so landschaftlicher Fläche entstanden auf Wald und Wiesen. Danach kamen die Zechen, dann wurden die Zechen abgeräumt und dann kam die Autoindustrie, dann wurde die abgeräumt, dann teilweise die Logistikzentren oder dann tatsächlich, wenn der Boden wirklich zu vergiftet war, dann einfach die Industriebrache, die sich erstmal erholen muss und auch teilweise durch die Pflanzen ja auch wieder gereinigt werden kann nach einer Zeit. Ein Freund von mir geht immer wieder in diese eine Industriebrache rein und sammelt Pflanzen dort. Und so bin ich auch selber darauf eigentlich gekommen, dass ich so dachte, wow, da gibt's was es nur an diesem Ort gibt.
Diese Ausstellung hier passt eigentlich nahtlos in unser Ausstellungsprogramm, weil es hier um Fragen der Ökologie geht, auch weil es natürlich um große Fragen des Klimawandels geht, um Fragen der Technologie. Was kann Technologie für eine Rolle spielen? Das ist eigentlich eine perfekte Ausstellung für den HMKV. Insofern fühle ich mich ja auch so wohl.